5-Jahres-Update. Tschut. Ja, damit habe ich es nun endlich geschafft. Die 5 Jahre Testosterontherapie sind endlich rum. Und wie eigentlich schon im letzten Update-Video vor einem Jahr gesagt, in dieser Phase der Transition passiert eigentlich nicht wirklich mehr viel, außer noch so ein bisschen was mit Haaren zu tun hat. Also, genau, ich blende euch mal ein paar Bilder von meinem Bart ein. Das ist jetzt der Teil an meinem Körper, an dem sich noch so das meiste geändert hat. Vor allem der Oberlippenbart ist jetzt endlich mal aus dem Quark gekommen. Ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen geschummelt und nachgeholfen habe, weil ich habe Minoxidil genommen, jetzt nicht durchgängig und über längere Zeit, aber schon über einige Monate immer mal so ein paar Wochen am Stück oder vielmehr ein paar Tage am Stück und dann wieder ein paar Tage nicht, also immer mal so im Wechsel, weil ehrlich gesagt ist Minoxidil auch relativ, das reizt meine Haut ganz schön stark, deswegen habe ich das dann auch immer irgendwie wieder abgebrochen. Aber zumindest kann ich sagen, dass es seine Tat, sein Werk vollbracht hat. Also der Oberlippenbart ist jetzt definitiv am Start. Der war vorher auch schon so da, aber er war halt sehr blond und dünn. Man hat ihn fast nicht gesehen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Verbindung von Schnauzbart zu dem Kinnbart, die ist auch schon an der einen Stelle, hier kann man es richtig fühlen. Hier ist noch so ein kleiner Spalt, wo noch keine Haare wachsen. Aber das wächst bestimmt auch bald zu. An den Wangen hingegen, da fühle ich, wenn ich drüber gehe, überall Haare. Also das ist auch schon ganz gut und gleichmäßig bewuchert, aber eben nichts, das man Bart nennen kann. Das sind halt nur so ein paar einzelne Fussel. Und hier hinten an den Koteletten ist leider überhaupt noch nichts. Da habe ich auch versucht, mit Minoxidil nachzuhelfen. Aber das hat noch keine Früchte getragen. Minoxidil hat vor allem am Schnauzbart was gebracht. Ja, genau, Stichwort Haare. Auch die Arme sind bei mir offensichtlich, was die Priorität angeht, relativ weit unten, relativ weit hinten. Da habe ich ja auch erst im letzten Jahr davon berichtet, dass meine Arme überhaupt mal mehr mit Haaren bewachsen sind. Und das geht halt jetzt noch weiter, geht halt so weiter, Punkt. Und auch an der Unterseite des Arms, hier sieht man Bart. Da breiten sich jetzt die Haare so langsam auch auf die Unterseite des Unterarmes aus. Und hier, das ist alles relativ dünn und blond. Die Mehrheit der Haare ist selbstverständlich auf der Oberseite des Unterarms, aber nur so, damit ihr das auch mal gesehen habt. Ausgenommen sind meine Nasenhaare, ja. Also wenn die Armhaare auch nicht sprießen wollen, aber meine Nase ist da schon ganz vorne mit dabei, weswegen hier der Nasenhaarschneider seit Monaten, eigentlich schon seit einem Jahr, mein regelmäßiger Begleiter ist, damit meine Nase hier nicht wie so ein Urwald überwuchert wird. Und auch auf der Schulter und am Rücken wachsen, so auf der Oberseite des Rückens, wachsen regelmäßig mal so etwas längere Haare, die ich dann auch rauszupfen muss. Aber die sind noch vereinzelt, also sie sind dann noch nicht so ein dicker Busch. Vielleicht kommt das bei mir auch nie, weiß ich nicht. Aber es sind dann, wenn sie auftreten, sind es wirklich noch so einzelne Kandidaten. Ansonsten habe ich höchstens noch Dinge zu erzählen, die damit zu tun haben, dass ich ja meine Testosterondosis ein bisschen runterdosiert habe. Vor 2 Jahren war ich ja noch auf Nebido und dann habe ich vor nicht ganz 2 Jahren umgestellt auf Testogel 25 Milligramm, was eine etwas niedrigere Dosis ist. Deswegen ist mein Testosteronwert jetzt in Summe auch etwas niedriger als in der Zeit, als ich auf Nebido war. Ich denke mal, das hat man auch ein bisschen am Gesicht, sagte man mir, sieht man es ein kleines bisschen, dass sich meine Gesichtszüge wieder ein kleines bisschen mehr verweiblicht haben, aber ich sehe es jetzt nicht so krass, okay. Und ich meine auch, meine Stimme ist auch ein bisschen heller geworden. Also ich habe Aufnahmen von vor 2 Jahren, da klang meine Stimme auf jeden Fall schon mal viel tiefer, als sie in den Videos, die ich jetzt drehe, so klingt. So, damit hätten wir das 3. Jahr nun auch schon voll.
Meine ich jedenfalls. Dafür habe ich etwas an Tonhöhe nach oben gewonnen. Also ich komme wieder etwas mehr nach oben. Da gab es in der Zeit vor 2 Jahren oder so, gab es schon mal Zeiten, da bin ich mit der Stimme überhaupt nicht hochgekommen. Das ist jetzt, da habe ich wieder etwas mehr Raum nach oben. Ja, gut. Ist jetzt, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich hätte gerne eine brummeligere Stimme, aber mein Gott, das ist ja hier kein Wunschkonzert. Weil nämlich, jetzt kommt noch eine positive Sache, die geringere Testosterondosis auch für mich mitgebracht hat. Mein Hautbild ist auf jeden Fall super entspannt. Das war vor 2, 3 Jahren halt auch noch nicht der Fall. Da hatte ich dann häufiger mal mit Akne zu kämpfen, sowohl im Gesicht, Halsbereich und Rücken natürlich. Das ist jetzt also im Gesicht praktisch gar nicht mehr. Da habe ich nur noch mal so ein paar vereinzelte, wenn überhaupt. Und dann auch nur, wenn ich mal richtig viel Junkfood gegessen habe, dann kommen halt so ein paar Pickelchen. Und am Rücken habe ich nur noch so einen Bereich, so zwischen den Schulterblättern, der etwas, naja, noch etwas unrein ist. Ja, aber der Großteil an meinem Körper ist jetzt auch aknefrei. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Noch eine nicht schöne Sache zum Abschluss. Ich habe wieder etwas mehr Unterhautfettgewebe bekommen. Und zwar überall, theoretisch, vor allem an den Oberschenkeln und im Hüftbereich, weil das ja auch der Bereich ist, aus dem das Fett herausgeht, wenn man mit Testosteron anfängt. Und dann geht dieses Fett mehr so in den Bauch. Und jetzt ist da wieder etwas mehr an der Hüfte dazugekommen, was leider auch dazu führt, dass meine Liposuktion, also meine Fettabsaugung, die ich vor 2 Jahren machen lassen habe, da sieht man jetzt das Operationsgebiet etwas stärker, weil das Fettgewebe in der Haut drumherum etwas voluminöser geworden ist und das Areal, wo die Fettabsaugung selbst praktiziert worden ist, da ist halt weniger Fettgewebe drin, das wurde ja rausgesaugt. Und da sieht man halt so eine kleine Delle, die will ich, wenn es mal wieder möglich ist, mal nochmal nachkorrigieren lassen. Es ist nicht viel, also es ist jetzt nicht ein riesengroßes ein Gebirge an Fettmassen, die sich herauswölben. Da gibt es auch kleinere, schonendere Maßnahmen und so, um so mini kleine Fettpölsterchen zum Schmelzen zu bringen. Wenn es dann irgendwann mal wieder geht, dann werde ich da nochmal hinlatschen und mir da vielleicht mal eine kleine Spritze holen oder sowas. Ja, das sind also so die ereignislosen Monate der Transition, wenn die ersten wichtigen Jahre der großen Veränderungen erstmal vorbei sind. Da passiert halt wirklich nicht mehr viel. Sorry. Tja, dann wahrscheinlich bis in einem Jahr, wenn wir uns das nächste Mal zu einem Update sehen. Und dann viele wachsende Grüße für diejenigen, die jetzt gerade angefangen haben mit der Testosterontherapie oder die gerade mittendrin sind. Euch drücke ich natürlich die Daumen. Toi, 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 gutes Wachstum, dass es bei euch gut vorangeht. Und naja, hier seht ihr halt, wieso das Mittel- bzw. finale Wachstums- und Transitionsstadium aussieht. Irgendwann flachen die ganzen Änderungen ab und dann sitzt ihr auch so da wie ich mit einem Käffchen und sagt, ja, alles wie immer. In diesem Sinne, euer Kater Schnurz.